Anstoß der Partie ist um 13 Uhr in Berlin. Und damit übergebe ich auch schon an unseren Cheftrainer Karel Geraerts. Ich sehe schon, hier wurde ausgelost, wer die erste Frage stellen darf. Wer macht den Anfang? Frank Leschinski fürs Medienhaus Bau und die Recklinghäuser Zeitung beginnt. Hallo Trainer, ich spiele mal den Dirk Große Schlan. Die erste Frage, wie immer, wie ist das Personal? Wie ist die Personallage? Wer fällt aus? I think you know already some things. You see that Brandon Sappi will be out for the game of Sunday. Kenan Karaman is doubtful. Let's say it like this. He has still a chance, of course. There is tomorrow our last training, and I want to see him there fully in, let's say. So let's wait and see. And then, of course, Paul Seguin is yellow suspended, so he will not be there. Ja, obligatorisch zum Personal. Ich übersetze einmal ganz kurz und dann machen wir direkt weiter. Brandon Sappi ist raus für das Spiel am Sonntag, hat muskuläre Beschwerden. Bei Kenan Karaman gibt es noch die Chance, da bleibt morgen das Training abzuwarten und Paul Seguin ist gelb gesperrt. Den Hausbauer und die Recklinghäuser Zeitung. Nochmal eine Nachfrage zu Kenan. Mir ist aufgefallen, in den letzten Wochen, montags, dienstags, hat er meistens nicht mit der Mannschaft trainiert. Hat er schon länger Probleme und was sind das für Probleme? No, I think since months Kenan is let's say always having some let's say more not particular injuries. I think in the month of December he had his ribs who were like contused, so this is really painful for 1 month and a half. Now he has already for 1 big month problems with the throat, so we don't feel well always. It's not like he is sick, but he still feel always something. So it's like, for him, it's like you say, he don't train on Monday, Tuesday, sometimes Wednesday. So it is not the ideal world for him, because if you don't train so much, also your physical will not be as good as you want. So that's why Kenan now he feel a little bit on his muscle last week. So we need really to wait tomorrow if he is fit, and if yes, is he 100% fit, and not to take risk for a longer injury. It's also important. Ja, nochmal auf Kenan angesprochen, sagt er, es gab verschiedene Beschwerden, die er zuletzt hatte. Er erinnert zum Beispiel an die Rippenbeschwerden um den Dezember rum. Aktuell auch was an der Kehle, also fühlt sich nicht immer gut. Es ist natürlich nicht ideal, wenn er nicht so viel trainieren kann. Hat jetzt zuletzt etwas im Muskel gefühlt, das werden sich jetzt aber morgen nochmal anschauen. Und wenn er fit ist und 100% ist, kein Risiko eingehen, dann wird er natürlich mit dabei sein. Toni Lieto für den Kicker. Ja, hallo. Karel, wo wir gerade bei Kenan Karaman sind, wie schwerwiegend wäre sein Ausfall? Er ist ja dein absoluter Topscorer mit 9 Toren und 7 Vorlagen. Und daran anknüpfend vielleicht direkt die Frage, wir haben unter der Woche mit Keke Top auch darüber gesprochen, dass ihr insgesamt 18 verschiedene Torschützen habt. Sagst du, das ist erstmal gut, eine große Zahl? Oder ist es eher schlecht, dass ihr nach Kenan Karaman niemanden habt, der annähernd so torgefährlich ist wie Kenan? Yeah, I think it's a double question. First of all, to come back on Kenan, like you say, he's often not there in training Monday, Tuesday, but when it's weekend, when it's game day, Kenan, he give always 100%, 90 minutes, 95 minutes. So he's a leader on the field. That's important. Also with his qualities, like you say, he score a lot of goals, important assists. So he has a big value for this team. That's really clear. He is a player with a lot of qualities on the ball. He can be decisive. So for sure, yes. If he is not there on Sunday, we will miss him. I think it's like this. But I always tell you already for weeks, my squad is big. I don't have many injuries, so I will find the solution also for this. That is no problem. Dann 18 Torschützen? Yes, 18 Torschütze. Yes, I like to have, when Kenan is not there, also somebody else who was, let's say, guaranteed for goals, but in this season it is not the case. So we are dividing the goals between the whole squad. So you can see it how you want. I like to see more players scoring, of course, but I also am happy when there's one player who make a lot of goals. So for me, it's not the most important who make the goals, but we need to make goals.
Ja, dann starten wir mit dem ersten Teil der Frage. Sagt Kenan, auch wenn er zuletzt weniger trainiert hat, war er am Spieltag immer da, hat immer 100% gegeben über die ganze Zeit, ist ein Anführer auf dem Platz. Wir wissen um seine Qualitäten, da geht es nicht nur um Tore und Assists. Wir würden ihn natürlich vermissen, sollte es am Sonntag nicht reichen, aber der Kader ist groß genug, es gibt wenig Verletzte und wir werden dann eine Lösung finden. Und zu den verschiedenen Torschützen. Grundsätzlich mag er es, wenn es verschiedene Torschützen gibt und aktuell wird das halt im Kader aufgeteilt. Es gibt natürlich immer zwei Sichtweisen. Auf der einen Seite kann es gut sein, wenn man einen Torgeranten hat, auf der anderen Seite kann es aber auch gut sein, wenn man viele Leute hat, die treffen können. Andreas Ernst für die Watz. Karel, wir haben oft über Paul Seguin gesprochen. Er ist ein Schlüsselspieler für dich. Es gibt mehrere Möglichkeiten, ihn zu ersetzen. Ziehst du Ron Schallenberg wieder aus der Abwehr raus ins Mittelfeld oder ist vielleicht so einer wie Danny Latze eine Alternative, obwohl er eigentlich nicht so viele Spielminuten hatte in diesem Jahr? Yeah, I think that's a choice I need to make. I think Ron Schallenberg is doing really well in his, let's say, new position in the defense, together with Thomas Callas. On the other hand, now we have with Paul Seguin, who is for me a key player in our team who is not there. So we have with Dani Latza also a player who can play on this position. So I need to make the choice between these two. Er sagt, natürlich muss ich da eine Entscheidung treffen. Ron hat es zuletzt auf seiner, in Anführungszeichen, neuen Position in der Innenverteidigung sehr gut gemacht. Mit Paul wird uns jetzt ein Schlüsselspieler fehlen. Danny Latza kann diese Position auch bekleiden. Das heißt, die Entscheidung wird zwischen den beiden fallen. Tone Lieto für den Kicker. Du hast schon gesagt, Brandon Soppy fällt auch aus. Der war ja jetzt zweimal in der Startelf und hat das ganz gut gemacht. Ich denke, du hast jetzt zwei Möglichkeiten auf der rechten Seite, Cedric Brunner oder auch Henning Matriziani. Weißt du schon, wer spielen wird oder musst du noch schauen? Und vielleicht kannst du mal sagen, was würde für Cedric sprechen und was für Henning? Yeah, I think I don't know it yet. That's my honest answer. I am waiting for the last training of tomorrow. We know what the profile of Cedi, we know the profile of Henning. We know exactly what we can expect. So this is not a problem. I just want to see first of all, the player who is most fresh, who is ready to play, who give me the sign also on the training that he wants to play. That's for me really important. And for the rest, I will make my choice like I do always. Cannot tell you more. Ja, Stand jetzt gibt es noch keine Entscheidung, wer die Position bekleiden könnte. Er sagt, er möchte morgen das Training noch abwarten. Er weiß aber um die Qualitäten von Cedi und von Henning. Also er weiß, was er in beiden Fällen zu erwarten hat. Für ihn ist es aber auch wichtig zu sehen, wer ist bereit, wer gibt ihm im Training die Zeichen, wer will unbedingt spielen. Andreas Ernst für die Watz. Was kannst du über den Gegner sagen, Hertha BSC? Also im Gegensatz zu Schalke gibt es da ja einige Spieler, die sehr viele Scorerpunkte haben, mit Fabian Reese und Tabakovic zum Beispiel. Kannst du was zu dem Gegner sagen? Gerade Fabian Reese kommt über Soppis Seite, das ist ja schon, bereitet dir das Bauchschmerzen? Yeah, I think the opponent is good. I think they have a difficult period. Especially in the month of January, there are a lot of things with the president, so I think it has a big impact on the whole club. But on the other hand, I see them as a strong collective who are ready to fight for each other. That's clear. They have good offensive players also, like you mentioned. So they will play at home, and I'm really, to be honest, it is one of the games I'm looking forward the most to, because to play in Berlin in that stadium, it is special. Sometimes people ask me, why are you always like this and you are calm? Because I also like to enjoy moments in football, and this is one moment I will take definitely joy out of this game. I will, of course, have the natural stress for the game, what come with the game, but I'm really looking forward to go there, to Berlin. I gave the message also to my players this week that it is not normal that I don't know how many Schalke fans will come, 15,000 they tell me, some say 20,000, but it is a lot, and this is not normal. To be honest, we play in the second division, that so many players come, make so many kilometers to come and support the team.
I don't think you will find in Europe, and not in the second division, but also not in first division, that amount of fans who will come to see this game. So it's not the first time. Now it's in Berlin. It is a traditional game, so we cannot miss this game. There is not one excuse, not one reason why we should not be fully focused, full concentration on the field. I don't speak about winning or losing, I speak about the performance. We cannot step next to this game when I speak about performance. Ja, ohne jede Frage, der Gegner ist natürlich sehr gut. Sie hatten im Januar eine schwierige Phase, sind aber insgesamt ein starkes Kollektiv, kämpfen füreinander, haben eine starke Offensive, spielen zu Hause, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Und er sagt, für ihn persönlich ist es eines der Spiele, auf das er sich mit am meisten freut. Er freut sich, nach Berlin zu reisen. Er hat unter der Woche auch der Mannschaft gesagt, dass 15.000, manche sagen auch 20.000 Fans mit nach Berlin reisen werden. Das ist nicht normal, dass die Fans so viele Kilometer hinter sich bringen, um das Team zu unterstützen. Und ganz wichtig ist, es gibt keine Ausreden. Wir müssen alle voll fokussiert sein und unsere Performance abrufen. Toni Lieto für den Kicker. Du hast gerade die Anzahl der Fans schon angesprochen. Das ist eine massive Zahl, eine große Zahl. Aber ihr als Mannschaft enttäuscht immer regelmäßig auswärts. Zu Hause ist gut, auswärts nicht. Warum ist das so? Was ist so schwer auswärts? Ist das auch eine Kopfsache für euch? Wo siehst du da die Erklärung dafür, dass es auswärts bisher nicht so gut ist? I think we are not the only club, let's say, who are struggling with the away games. I think this season we had some good moments in Rostock, in Nuremberg, where it was good, but we had too many games where we were not present. And I don't want to speak about the result. I just want to speak about how that we take this game. It was not like we lose one goal. No, we took example in Kaiserslautern, we took a big amount of goals too easy. So that is the work point that we have all together. And I will not speak about the home games because the fans are amazing, but the fans, they are also amazing when we play away. So this cannot be an excuse. We have no excuse. We must be stronger when we play away. Ja, er sagt, wir sind nicht der einzige Verein, der auswärts tatsächlich ein paar Probleme hat. Es gab auch gute Momente, wie zum Beispiel Nürnberg oder Rostock, aber es gab auch viel zu viele Spiele, in denen wir nicht präsent waren. Da geht es nicht um die Ergebnisse, sondern um das Auftreten insgesamt. Haben zu einfach die Tore kassiert und es wäre zu einfach zu sagen, es liegt an den Fans, denn wir haben zu Hause fantastische Fans und auch außerhalb, die uns immer unterstützen, müssen einfach auswärts stärker werden. Andreas Ernst für die Watz. Wenn Kenan ausfallen sollte, dann ist sicherlich Hassan Ouedraogo ein Ersatzkandidat. Wie weit ist er schon? Wäre er bereit für die Anfangself? Und zweite Frage, er hat jetzt die Nationalmannschaft, die U18 abgesagt. Hat er auch mit dir darüber gesprochen? Hattest du da Einfluss auf seine Entscheidung? Let's say Hassan is on his good way back. That's important. He was out for 3-4 months. Don't forget, it's long. What I see from him the last 2 weeks, where he is full on training, I like. It's good. It's a normal process. So when Kenan is not there, I have different options which I can use. Hassan will be one of the options that I have. For me, it is important. It's good that he will not go to the national team. Like this, we can have him with us in these 10 days, and we can bring him fully back, because I think the main target for Hassan to be back 100% was foreseen after this international break. So that was the ideal scenario for Hassan. So I'm happy that he will stay with us, so we can bring him like we want back on his good level. Ja, Hassan befindet sich auf einem guten Weg zurück. Man darf nicht vergessen, er war 3 bis 4 Monate außen vor bzw. verletzt. Die Trainingseindrücke, die er jetzt hat, sind sehr gut. Und sollte Kenan tatsächlich ausfallen, ist Hassan eine Option. Er hat aber insgesamt mehrere. Und angesprochen auf die Absage der Nationalmannschaftsreihe, sagte er, es ist gut, dass er hier bei uns ist. So haben wir 10 Tage Zeit, um ihn wieder zurück auf sein Level zu bringen. Natürlich macht mich das glücklich, weil ich weiß, dass wir dann weiter mit ihm arbeiten können. Gibt es weitere Fragen? Andreas Ernst für die Watz. Nochmal eine Frage zu Leo Greimel. Du hast ihn noch nie spielen sehen. Meinst du, er könnte in dieser Saison noch eine Option werden für die Innenverteidigung? Was macht er für einen Eindruck auf dich?
I think Leo is different than Hassan. He was out for a long period. What I see from him on training is good, but he needs to make the last step now, and that is make the trainings 100%, doing everything without any reaction, of course, in the knee. It's important to know. So we are now in this last part of his re-education. So we will make the training from next week full 100%. If there is no reaction in the knee, he can participate first on the friendly games, and if he's going well, then he is again a normal, let's say, first team player, squad player. Ja, er sagt, man muss bedenken, dass Leo noch länger raus war. Zuletzt die Trainingseindrücke waren auch sehr gut. Was ihm jetzt noch fehlt, ist der letzte Schritt, damit er dann 100% alles mitmachen kann. Der Körper sollte natürlich keine Reaktion zeigen. Der Plan ist, dass er kommende Woche das komplette Training absolviert. Dann könnte man natürlich schauen, ob es fürs Testspiel reicht. Und danach ist er natürlich ein ganz normaler Kaderspieler. Ich schaue noch mal in die Runde. Es wird fleißig mitgeschrieben, aber es scheint keine weiteren Fragen mehr zu geben. Dann verabschieden wir uns an dieser Stelle, wünschen euch einen schönen Nachmittag und freuen uns auf die Partie am Sonntagmittag in Berlin. Dankeschön.